So, wir haben den Sprinter jetzt abgeholt und angemeldet zu Hause stehen. Jetzt müssen wir langsam mal anfangen, die Karre ein bisschen aufzumotzen. Es sind doch einige Verschleißspuren an dem Fahrzeug. Unter anderem das Lenkrad. Also ich habe mir so ein paar Tutorials und YouTube-Videos angeguckt und bei den Videos immer festgestellt, ja, da sollten nur Leute ran, die wirklich auch Ahnung haben. Gerade Airbag sollte ein Fachhändler ausbauen, beziehungsweise Mercedes selber. Das wollte ich mir ersparen und deswegen habe ich mir bei Amazon hier so ein flottes Paket bestellt. Und warum? Und dass das Lenkrad echt übel aussieht, das würde ich euch jetzt mal zeigen. Also die Frage, ob man ein Kunststofflenkrad auch mit einem Lederreparaturset wieder wie neu aussehen lässt, die kann ich einigermaßen gut beantworten. Ich finde, es hat auf jeden Fall bedeutend besser funktioniert, als ich mir das eigentlich gedacht hätte. Zumal es ja auch kein richtiges Lederlenkrad ist, sondern nur so ein Kunststofflenkrad. Aber mit dem Ergebnis bin ich auf jeden Fall zufrieden. Das ist vorzeigbar und ich zeige euch das mal. Ja, also hier habe ich schon mal definitiv ein erstes Ergebnis. Dieses Schmirgelpapier, das ist schon mal das allerletzte. Also das bricht die ganze Zeit und ja, im Grunde genommen ist es jetzt auch schon durch, ne? Also ich kann hier nicht mehr wirklich mit schleifen. Von daher, ich würde jetzt mal empfehlen, wenn man dieses Reparaturkit verwendet, immer noch mal ein, zwei kleine Schleifpapierbögen zusätzlich zu kaufen. Ich renne jetzt mal eben hoch und hole mir eigenes Schleifpapier, weil hier ist nur ein Streifen mit bei und der ist jetzt so aufgebrochen, dass ich den eigentlich nicht mehr benutzen kann. Bis gleich. So, ich habe erstmal ein bisschen Schleifpapier geholt. Zumindest hatten wir auch welches, was ja auch immer nicht verkehrt ist. Aber da muss ich mal sagen, so ein Ding kostet vielleicht 2-3 Cent. Also das könnte man mal locker nochmal in so ein Paket mit reintun. Ein etwas besseres. Und vielleicht auch ein bisschen größeres, ne? Weil man natürlich so auch viel besser schleifen kann. So. Liquid Degreaser. Also im Grunde genommen ein Entfetter. Damit gehen wir jetzt mal ran und entfetten dieses Lenkrad. Und dann der Alkohol clean. Laserbinder. Und beim Binder soll man einen dieser Schwämme dann benutzen. Ich gehe mal davon aus, dass man das so tupfen soll, damit da halt diese Lederstruktur wieder entsteht, die ja hier auch in der Mitte noch ganz gut zu sehen ist. Und jetzt kommt der letzte Schritt, die Farbe. Aber man muss die immer Schicht für Schicht trocknen lassen. So, also die Farbe ist jetzt getrocknet. Ich habe die über Nacht einfach mal einziehen und trocknen lassen. Da färbt nichts mehr ab, also es hat gut funktioniert. Sicherlich sieht man halt an den Stellen, wo das Lenkrad extrem abgenutzt war, noch, dass da die Struktur des Lenkrads nicht mehr vorhanden ist. Das hat man auch mit dem Tupfen nicht mehr hingekriegt.
Aber zumindest die Farbe sieht wieder super aus und es ist ein weiter Sprung zu dem, was man vorher gesehen hat. Also das kann ich doch auf jeden Fall empfehlen, wenn man nicht sich zwangsläufig ein neues Lenkrad kaufen möchte.